Nach ungefähr 300 Kilometern, hauptsächlich über die Autobahn, bin ich gegen Abend, ich denke so gegen 16:30 Uhr, auf dem Campingplatz in Vlugtenburg eingetroffen, habe direkt erstmal mein Zelt aufgebaut und habe mich sofort auf die Suche nach was Essbaren gemacht und bin ins nahegelegene Café und habe mir da erstmal einen vernünftigen Burger gegönnt, wie man sehen kann. Ja, anschließend bin ich noch ein bisschen zum Deich hochgelaufen, also direkt neben dem Café hier, und bin noch ein bisschen zum Strand, um ja, mir auch nochmal anzugucken, was es hier so gibt. Wobei, ich bin ja jetzt nicht hierher gefahren, um an den Strand zu gehen, aber wie gesagt, ich dachte mir, wenn ich schon mal hier bin, dann schauen wir uns das mal an und zeige euch hier jetzt ein paar Impressionen, bevor ich mich ins Bett lege. Ja, meine Nacht war ganz okay, obwohl es natürlich relativ kühl ist schon nachts, und auch morgens war es relativ windig, und zunächst habe ich mir erstmal ein Frühstück gegönnt. Aber bevor es jetzt losgeht, zeige ich euch nochmal einen Teil der Strecke für den heutigen Tag. So, bevor ich euch den ersten Teil hier an Videomaterial zeige, will ich euch noch mal kurz sagen, was am ersten Tag, die erste Etappe, was ich da gemacht habe. Also ich bin quasi aus Dortmund bis hier hochgefahren Richtung Rotterdam. Und gut, Rotterdam ist natürlich nur das, wo ich vorbeigefahren bin. Und zwar explizit bin ich hier hingefahren nach Hoek von Holland. Ja, das heißt Ecke von Holland, ne? Genauso sieht es nämlich auch aus wie hier Gravensande hier oben, also in dem Bereich. Dort ist der Campingplatz, und am nächsten Morgen bin ich im Prinzip von hier losgefahren, wollte eigentlich hier mit der Fähre übersetzen. Das Problem ist, die Fähre ist nicht gefahren, das heißt, ich musste das Ganze umfahren, einen kleinen Umweg, und bin dann hier wieder auf den Track, auf den GPX-Track gekommen und bin weitergefahren. Ein bisschen komisch war das, ich sag mal so ungefähr bis hierher war es nur Asphalt, und der Offroad-Teil fing dann etwas später erst an. Also wenn ihr wirklich keine Lust auf Asphalt habt, dann braucht ihr tatsächlich nicht unbedingt hier bis Rotterdam oder noch höher zu fahren, es sei denn, ihr wollt unbedingt an den Strand. Dann lohnt es sich erst ungefähr ab hier einzusteigen und dann weiter nach Süden zu fahren. Hier am Anfang sind die Offroad-Anteile erstmal relativ gering, aber zum Einstieg echt ganz gut, und je weiter ihr nach Süden kommt, umso besser wird es eigentlich. Hier, das geht dann immer weiter hier Richtung Brabant irgendwann, und gerade in dieser Gegend nachher wird das immer interessanter, immer mehr Offroad-Anteile, die auch ein bisschen länger sind als nur 500 Meter am Stück. Genau, und unsere erste Etappe ging hier diesen ganzen Weg weiter. Ne? Also das war so grob die erste Richtung. Gut, aber dann schauen wir uns den ganzen Spaß mal an.
So, nachdem jetzt der Einstieg in den Offroad-Teil relativ einfach ist und ziemlich entspannt, geht es jetzt erstmals los mit sandigen Passagen, wofür der TED in Holland ja bekannt ist. Das erfordert so ein bisschen mehr Fahrtechnik, und zwar ihr braucht natürlich ein bisschen Geschwindigkeit, natürlich nicht so viel, weil ansonsten kann es sein, dass er euch auf den Bart legt, wenn er aus dem Tritt kommt. Wichtig ist es, den Lenker schön locker zu halten, Gewicht nach hinten zu verlagern und wirklich über diese Sandpassagen zu surfen. Das sieht hier auf dem Video relativ einfach aus, aber ihr müsst wirklich auf Spurrillen aufpassen und den Lenker auf keinen Fall verkrampft festhalten, relativ locker und im Zweifelsfall mal kurz die Kupplung ziehen, nach hinten verlagern, Kupplung wieder loslassen, um so ein bisschen das Vorderrad zu entlasten. Und mit der Zeit gewöhnt ihr euch dran und das klappt eigentlich ganz gut hier. Einfacher ist die ganze Sache natürlich, wenn ihr eine Maschine habt, die nicht so schwer ist. Hier meine Himalayan ist wirklich so ein Mittelgewichtsbike, die ist sehr, sehr gutmütig und geht hier wie ein Traktor durch und überfordert niemanden. Natürlich könnt ihr euch mit dem Ding auch hinpacken, ist ganz klar, aber letzten Endes ist es ein deutlicher Unterschied, ob ihr jetzt mit einer, ich sag mal, übergewichtigen GS hier rumfahrt, mit Gepäck oder mit einem etwas leichteren Motorrad. Da einige von euch, die das Video hier vielleicht gucken, häufig vielleicht doch auch Anfänger im Offroad sind, kann ich euch nur sagen, übertreibt es nicht, fahrt nicht zu schnell, ihr könnt relativ schnell auch in eine Spurrille kommen, das ist eigentlich das größte Risiko und zack, haut es euch den Lenker aus der Hand oder ihr lauft einfach einer Spurrille nach und packt euch auf den Bart. Also immer so ein bisschen Kopf einschalten und fahrt das Moped nicht kaputt. Und dann klappt das schon. Wichtig ist einfach locker bleiben, entspannt bleiben und immer konzentriert bleiben. Das ist ganz wichtig, auch wenn der Weg erstmal einfach aussieht. Es ist durchaus möglich, dass ihr, wie in einigen Passagen hier, auf einmal ein Schlagloch habt oder was noch viel gefährlicher ist, finde ich, ist einfach die Tatsache, wenn ihr relativ harte Spurrillen habt, ne, die relativ schmal sind, zum Beispiel ein Feldweg, und der ist, sage ich mal, nur 10 oder 15 cm breit oder habt ihr eine Fahrspur 15 cm und zack, ihr versetzt ein paar Zentimeter nach links oder rechts und schon tingelt euch der Lenker hin und her und es ist sehr, sehr schwierig, dann die Maschine einzufangen und das kann durchaus dazu führen, dass er euch dann auf die Zähne legt. Mir ist es Gott sei Dank in den Tagen hier nicht passiert, aber ich hatte so einige Situationen, wo ich durchaus so ein bisschen zu rudern hatte. Aber das ist einfach eine Erfahrungssache. Das ist Learning by Doing. Ich glaube letztendlich schon, dass der TED Holland, also zumindest die Parts, die ich hier gefahren bin, durchaus auch eine Strecke ist, die wirklich gut für Anfänger geeignet ist. Wobei es natürlich hier auch vorkommen kann, dass Anfänger sich hier doch das eine oder andere Mal auf den Bart legen. Ich denke mal, Vollprofis werden hier natürlich ja, relativ entspannt fahren können. Aber wie gesagt, das ist ein himmelweiter Unterschied, ob ihr jetzt total erfahrene Fahrer seid oder eben einfach noch Anfänger seid. Na, also es ist eine ganz schöne Sache und vor allem sehr abwechslungsreich. Also mir hat der Kurs eigentlich hier sehr, sehr gut gefallen. Natürlich habt ihr sehr viel Sand, aber es macht auch einfach Sinn, im Sand zu üben. Ne? Das ist nochmal so eine wirklich Herausforderung, auf so einem relativ beweglichen Untergrund zu fahren. Ne? Aber wie gesagt, letzten Endes mit der richtigen Technik und ja, der nötigen Einstellung klappt das ganz gut. Und wenn ihr es dann bewältigt habt, dann ja, könnt ihr auch so ein bisschen stolz auf euch sein. Ja, kleine Mittagspause. Jetzt ist es relativ warm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt langsam wird es spannender. Also wir haben hier mehrere so Sandpassagen oder auch schlammige Passagen, die aber immer relativ kurz sind. Vielleicht so ja, zwischen 600 Meter und 1 Kilometer lang. Und dann fahren wir immer wieder über kleine Straßen. Aber jetzt beginnt die Sache so langsam spannend zu werden. Aber es ist durchaus anspruchsvoll. Also es ist nicht so, dass das so einfach ist. Vor allem mit dem Gepäck. Aber bis jetzt läuft alles gut. Noch eine kurze Anmerkung hier zum Gepäck. Ich fahre ja mit vollem Gepäck, das heißt Zelt, Schlafsack, die ganze Ausrüstung, Werkzeug, alles was man so braucht mit einem Koffersystem. Und das bedeutet natürlich, dass das Motorrad schwerer wird und natürlich nicht so leicht ist, aber was ganz gut ist, das meiste Gewicht ist hinten und das funktioniert eigentlich ganz gut. Hier seht ihr nochmal diese Feldwege, die ich meine, diese ganz, ganz schmalen Spurrillen, das sieht total locker aus und wenn ihr hier in so einer schmalen Rille fahrt,
dann müsst ihr höllisch aufpassen, weil wenn die Kanten hart sind, dann kann es sein, dass es euch den Lenker aus der Hand haut. Also nicht so unbekümmert darüber nageln, sondern gut konzentrieren und aufpassen. Und ja, natürlich kann es auch passieren, dass ihr in so einem relativ harmlos aussehenden Feldweg dann auf einmal so ein riesiges Loch habt. Also nicht zu schnell fahren. Ein kurzes Wort noch zur Navigation. Ich nutze ja hier mein Handy für die Navigation. Und zwar sind das natürlich GPX-Dateien. Das werdet ihr sicherlich kennen. Und ich benutze die App Osmand. Ne? Also mit der bin ich ganz zufrieden. Ich habe mehrere ausprobiert und die Trackführung und auch so die Positionierung des Navigationspfeils ist wirklich ganz angenehm. Also ich komme damit gut klar. Ihr müsst immer natürlich ein bisschen gucken, wo ist Norden und wo müsst ihr lang. Die Wege hier sind ja hauptsächlich gerade und wenig verschlungen. Meistens habt ihr hier so 90 Grad Winkel oder wo ihr 90 Grad abbiegt. Und es ist häufig so, dass ihr direkt im Scheitelpunkt noch tieferen Sand habt. Und wenn ihr da zu schnell reinfahrt oder im Stehen, dann kann es durchaus sein, dass er da ein Problem bekommt. Also ich mache es meistens so, dass ich, wenn ich nicht genau weiß, was vor mir liegt, setze ich mich hin und stelle das Bein nach außen bzw. nach innen und drücke die Maschine so ein bisschen im Supermoto oder Motocross-Stil so ein bisschen nach innen. Das ist wirklich safe und im Notfall habt ihr immer noch das Bein auf dem Boden. Nochmal zum Thema, wenn ihr mit dem Koffersystem fahrt, dann ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, wenn ihr mit den Beinen am Boden rumfüßelt, ja, dass euer Knie hinten an die Koffer kommt. Also passt wirklich auf. Also macht nicht solche Aktionen, wenn ihr im Sitzen fahrt und ihr habt die Beine unten und seid zu schnell, ne? Weil diese Koffersysteme können durchaus auch zu Verletzungen führen. Ne? Haben natürlich auch einige Vorteile, diese Koffer, ne? Aber wie gesagt, es soll ja heute nicht um irgendwelche Gepäcksysteme gehen. Ne? Also wenn ihr mit dem Koffer fahrt und ihr fahrt im Sitzen und ihr fangt an zu füßeln, passt wirklich auf eure Beine auf. Wenn ihr die Beine runterpackt, weil zum Beispiel Tiefsand ist und ihr fallt sonst um, passt auf und fahrt auf keinen Fall zu schnell, damit ihr eure Beine aus dem Weg bekommt. Für mich persönlich hat sich bewährt, wenn ihr zum Beispiel jetzt so einen Sandweg hier seht, so ungefähr mit Tempo 30, im zweiten Gang, manchmal sogar im dritten Gang, so relativ locker im Stehen zu fahren. Ne? Also zu langsam zu fahren ist auch häufig ein Problem, weil ihr dann natürlich so ein bisschen Druck verliert vom Vorderrad, aber ich kann euch nicht raten, irgendwie da mit 60 km/h drüber zu nageln, es sei denn, ihr seid wirklich ein Crack und könnt das. Ne, also im Zweifel ein bisschen vorsichtiger und hier könnt ihr durchaus wunderbar im Stehen fahren. Und selbst wenn ihr jetzt hier im weichen Sand Spurrillen habt, ist es durchaus so, einfach die Nerven behalten, ein bisschen Gas geben, nach hinten lehnen, ne, um im Zweifelsfall einfach das Motorrad durchlaufen lassen. Was auch hilft, ist die Knie an den Tank zu drücken, dass ihr so ein bisschen die Maschine versucht mit den Unterschenkeln zu fühlen. Ne? Also oben locker bleiben, am Lenker locker bleiben, aber die Knie wirklich schön an den Tank drücken und ja, so das Gefühl bekommen und die Maschine im Griff behalten. Also das klappt bei mir eigentlich wunderbar und wie schon erwähnt, bin ich in den 3 Tagen auch nicht gestürzt. Also das spricht zumindest dafür, dass ich jetzt nicht allzu viel falsch gemacht habe. Ja, hier auf diesem Weg haben wir jetzt mal keinen trockenen Sand, sondern wir haben wirklich sehr tiefen und feuchten Sand. Und da sackt ihr durchaus extrem ein, vor allem wenn ihr so einen plötzlichen Übergang habt. Und dann kann es durchaus sein, dass ihr mal anhalten müsst und erstmal euch orientieren, damit ihr aus dem Gröbsten raus seid. Aber es ist immer ganz gut, wenn ihr angefahren seid, dass ihr so ein bisschen Tempo aufnehmt und dann zumindest so mit 20 km/h vielleicht versucht zu fahren im Stehen. Also nach Möglichkeit macht es Sinn, aus dem Sattel zu gehen. Ja, da es ja ziemlich früh dunkel wird, im Prinzip geht die Sonne schon teilweise vor 19 Uhr unter,
ist es so, dass ich jetzt so gegen 16:30 Uhr mich jetzt schon hier auf die Suche wieder begeben habe nach einem Campingplatz und habe hier einen ganz netten Mini-Campingplatz gefunden, wo nichts los ist. Ich glaube, da standen auf dem ganzen Gelände nur irgendwie 2 Wohnwagen und ich konnte mir hier einen Platz aussuchen und habe jetzt dann erstmal hier mein Zelt aufgebaut, um hier zu übernachten. Wie man sieht, ist hier nicht viel los. Ja, im Übrigen gibt es hier in Holland eine Menge von diesen Mini-Campingplätzen, die nicht ganz so die Qualität bieten wie so reguläre, aber nichtsdestotrotz gibt es hier auch Duschen und Toiletten und häufig sind die auch relativ sauber. Ne? Genau. Also, Zelt ist aufgebaut und dann geht es wieder los in die Stadt, in die nächstgelegene kleine Stadt und da gönne ich mir jetzt hier mal so eine Art Gyros-Teller, bevor es wieder ins Bett geht. Weil es natürlich so früh dunkel wird, gehe ich natürlich früh ins Bett. Und wie man hier sehen kann, die Nacht war schweinekalt. Also wir hatten gerade mal 4 Grad und ich war wirklich heilfroh, dass mein neuer Schlafsack wirklich was getaugt hat. Und ja, sodass man auch so eine Nacht hier ganz gut überstehen kann. Wie man sieht, die Wiese ist voller Raureif und es ist sehr, sehr feucht. Und das Erste, was wir natürlich uns hier gönnen, ist mal einen Kaffee, um unseren Tag hier zu beginnen. So, wir haben quasi hier unseren Campingplatz in Netterseel, wo wir ja, uns aufgehalten haben. Und weiter geht es dann wieder zurück auf die Strecke, ne, und so weiter. Immer dem Track folgen. Weiter geht's. Borkel. Und das ist somit die schönste Strecke eigentlich, kann man sagen, bis hier runter, südlich von Eindhoven. Und wir bewegen uns immer weiter bis nach Usselston. Ja, das ist jetzt hier die Gegend um Brabant und das macht mega viel Spaß. Es ist total abwechslungsreich. Wir haben hier eine Menge Kiefernwälder, eine Menge schöne Strecken und das ist wirklich so der beste Teil auf dem ganzen Track.
So, gerade bin ich an einem Campingplatz vorbeigefahren und habe mich jetzt doch entschieden, hier zu bleiben. Ja, reicht auch für heute. Wir haben schon fast um 5 und die Sonne geht schnell unter. Ja, so sieht's aus. Und schwupp sind wir schon wieder am nächsten Morgen auf dem Campingplatz de Berghorst. Ja, den Campingplatz habe ich ja hier genommen, weil ich zufällig dran vorbeigefahren bin und habe direkt hier mein Zelt aufgeschlagen, wie ihr gesehen habt. Und ja, habe jetzt hier übernachtet. Leider ist der nicht ganz so komfortabel. Erstmal haben die hier morgens ganz schön viel Lärm gemacht, irgendwelche Bauarbeiter. Und zweitens sind die Sanitäranlagen echt nicht gerade toll. Also nochmal würde ich hier nicht unbedingt hinkommen. Naja, wenigstens hat es jetzt die Nacht nicht geregnet und es war jetzt nicht ganz so kalt, vielleicht 6 oder 7 Grad Nachttemperatur und ja, das war ganz gut auszuhalten. Die Sonne scheint und es sieht so aus, als würde der Tag wieder ganz gut werden vom Wetter. Also erstmal einen Kaffee machen und dann wieder aufs Moped und dann weiter geht's. So, auf geht's. Mann. Womit man auf jeden Fall rechnen muss hier in der Nebensaison, dass hier die Gastronomie auf den Campingplätzen nicht richtig funktioniert. Und so bin ich natürlich jetzt hier morgens erstmal zum Supermarkt gefahren und habe mir erstmal was zu essen geholt für den Tag, dass ich was zu trinken habe und auch was zum Essen. Und dann kann es auf die Piste gehen. Es war etwas übermotiviert. Okay. Okay, man sollte also nicht allzu schnell irgendwo hinfahren, wenn man nicht weiß, wo es hingeht. Okay. Aber alles halb so wild. Weiter geht's. Ja, das ist hier das Schloss Bayenbeck. Viele von euch kennen das vielleicht, wenn ihr schon andere Videos geguckt habt. Da sind einige Leute, die hier lang gefahren sind. Das ist so eine Schlossruine. Das ist ganz nett anzusehen. Hier habe ich eine kurze Pause gemacht und weiter geht's.
Und hier seht ihr jetzt das Highlight der letzten Etappe, der Sandhügel. Wenn ihr einige Videos geschaut habt über den TED Holland, dann werdet ihr sicherlich wissen, dass hier viele Leute schon lang gefahren sind und sich ebenso viele aber auch hier auf den Bart gelegt haben. Ich war so ein bisschen überrascht, dass dieser Hügel jetzt auf einmal hier kommt. Ich war ja mitten während der Fahrt, aber ich habe einfach Gas gegeben und ja, die Zähne zusammengebissen und bin darüber gefahren und hatte jetzt keine Probleme. Also lustig war es auf jeden Fall. Okay. So, ist hier jetzt wieder etwas schlammiger, feuchter Boden. Anteile nehmen ab. Mal schauen, wie es hier weitergeht. So, wir sind jetzt in Emmerich angekommen, am Rhein, und im Moment sieht es so aus, als würde kein Offroad mehr kommen. Ja, ich werde jetzt erstmal was essen und dann mal schauen, wo ich jetzt hier bin, und ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt auch erstmal war für heute und ich mich gleich auf dem Heimweg mache. Ja, ich habe jetzt gegessen, bin jetzt immer noch in Emmerich und ich werde jetzt gleich nach Hause fahren. Ich denke, es sind so 120 Kilometer. Ich denke, wir lassen es dabei für heute. Die letzten 3 Tage waren echt cool. Also abgesehen von den ersten 100 Kilometern von der holländischen Küste bei Rotterdam, wo wirklich nur Asphalt war alles bis hierher wirklich nicht schlecht. Vor allen Dingen der Teil in Brabant, ne, die ganze Gegend, die war echt klasse. Da waren auch längere Offroad-Stücke. Und ja, heute war im Prinzip das Highlight dieser kleine Sandberg da, den ihr vielleicht gesehen habt. Ja, da bin ich direkt hochgekommen. Ja, ansonsten heute nicht so viel Offroad. Aber ja, war schon sehr interessant. Also die Strecke, die ich gefahren bin, die lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht kann man die auch in 2 Tagen machen, muss man schauen. Ja, gute Aktion.